Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skriba TV. Ich bin der Jens und heute wird es ein bisschen mehr theoretischer. Wir wollen uns heute mit der Thematik der allgemeinen Fahrbalance und der Fahrzeugdynamik beschäftigen. Wir befinden uns ja nun mal allgemein in der kalten Jahreszeit. Es ist Winter und natürlich haben wir zum Teil mit extremen Wetterverhältnissen zu kämpfen, mit extremen Temperaturunterschieden und natürlich auch mit extrem wechselnden Straßenbelägen. Daher ist eine ordentliche Fahrzeugbalance bzw. eine ordentliche Fahrzeugdynamik natürlich von extremer Wichtigkeit, nicht nur für den allgemeinen Fahrzeug- oder Fahrkomfort, sondern natürlich auch für die Fahrsicherheit. Im Groben kann man das Ganze in zwei Abschnitte unterteilen. Wir haben auf der einen Seite wirklich die eigentliche Fahrzeugbalance und die andere Seite, das sind die Komponenten, die dafür zuständig sind, dass die allgemeine Fahrzeugdynamik richtig funktioniert. Auf die Teile möchte ich dann erstmal im Groben und Ganzen eingehen. Woran merkt man also, dass an der Balance irgendwas nicht stimmt? Ist relativ einfach und easy. Das Lenkrad fängt an zu zittern und zu vibrieren. Gerade bei höherer und schneller Geschwindigkeit unter Umständen sogar der ganze Fahrzeuginnenraum. Das erste, was dabei in den Kopf kommt, sind natürlich die Reifen. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie grob über das Profil oder sonst wie reden, sondern wirklich grobe Deformationen und Probleme am Reifen selber, an der Kaskade, Schnitte, Abbrüche und so weiter. Das hat sofort den Nachteil, dass an der Balance entsprechend was nicht stimmt und da gibt es auch gar nichts anderes zu tun. Sofort in die Werkstatt, Reifen wechseln und die Sache ist aus der Welt. Das zweite, das einem sofort in den Kopf kommt, sind natürlich die Felgen. Das kann sein, dass man da ordentlich mal am Bordstein entlang geschraubt ist und ich meine da jetzt nicht die eigentlichen Kratzer, sondern wirklich eine Beschädigung der Felge oder dass man unter Umständen das eine oder andere Schlagloch, das hier und da in Deutschland verteilt ist, mitgenommen hat und die Felge entsprechend deformiert. Merkt man vielleicht im ersten Moment nicht direkt, aber entsprechend an der Balance und an der Vibration des Lenkrades, da spätestens fällt dann auf, dass an der Felge was nicht stimmt. Ist eigentlich mittlerweile heutzutage auch relativ einfach zu beheben. Man geht in die Werkstatt, da gibt es entsprechende Messgeräte, die das alles wieder einpegeln. Die Felge wird korrigiert, wieder draufgesetzt und im Prinzip ist dann alles wieder in Ordnung. Wenn wir natürlich bei dem Thema Felgen und Reifen sind, dürfen wir auch nicht vergessen, und das ist auch eine relativ einfache Sache, dass die Wuchtung der Reifen natürlich stimmen muss. Stimmt die nicht und ist der Reifen nicht ordentlich ausgewuchtet, ist natürlich auch sofort die Balance aus dem Lot. Das heißt, was ist eine Wuchtung? Wir reden hier von einem kleinen Bleigewicht. Meistens bei Stahlfelgen wird sie draufgehämmert, bei den Alufelgen gesteckt oder geklebt. Ist die nicht an der richtigen Stelle, ist die sogar unter Umständen verrutscht oder ganz abgekommen, fängt sofort das Lenkrad an zu vibrieren, die Balance ist gestört und der Reifen ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ordentlich am Drehen. Das merkt man dann wirklich relativ schnell, dass der Stoßdämpfer mit vibriert, das Ganze schlackert und der ganze Innenraum ist wirklich am Vibrieren und am Wackeln. Da bleibt unter Umständen noch nicht mal eine Getränkedose im Getränkehalter. Ist relativ schnell zu beheben. Die Systeme gibt es irgendwie in der Werkstatt mittlerweile relativ einfach. Die Wuchtung wird neu gesetzt, wird ordentlich gesetzt und das Problem ist aus der Welt. Ein relativ einfaches Problem grundsätzlich, das aber oftmals lange nicht gefunden wird, hat dann wiederum mit den Felgen zu tun. In der Regel wechseln wir natürlich die Felgen auch, wenn wir auf Sommerreifen und Winterreifen wechseln und benutzen in der Regel natürlich nicht unbedingt direkt immer die Originalfelgen. Da muss man sich manchmal mit Tricks behelfen in der Werkstatt und es gibt da so einen Adapterring, der von hinten entsprechend in das Felgenloch gesteckt wird, um das Ganze einzufügen. Und wenn der Adapterring nicht richtig sitzt, wenn der nicht komplett zentriert sitzt, haben wir sofort auch wieder eine Vibration und die Balance ist gestört. Ein relativ simples und einfaches Problem, das man aber schnell nicht in den Kopf so weit kriegt, was aber sofort auch die Balance stört, ist, naja, die Städter werden das nicht so genau wissen, vielleicht hier und da die Leute, die mehr auf dem Land wohnen, sollte man mit dem Auto entsprechend mal auf unbefestigten Wegen fahren. Auf unbefestigten Landwegen oder auf Waldwegen hat man natürlich gerade jetzt auch zur Jahreszeit das Problem, dass sich sofort Matsch und Dreck in den Felgen sammelt. Sobald der entsprechend sich da festsetzt und unter Umständen eintrocknet, merkt man spätestens auf dem asphaltierten Weg wieder, dass da irgendwas stimmt an der Balance und das ganze Auto leicht vibriert. Hat wirklich einfach mit dem Matsch zu tun und der kleinen Gewichtsverteilung oder dem kleinen Unterschied. Deshalb empfehle ich grundsätzlich, wenn ihr meint, ihr müsst irgendwie Offroad-Rallye betreiben, geht sofort danach bitte zur Waschstraße und reinigt eure Felgen. Die Probleme haben wir jetzt soweit abgehakt und ihr sagt, naja, meine Reifen sind sauber und die Felgen sind gereinigt, die Reifen sind richtig gewuchtet, soweit ist alles im Lot, es gibt auch keine Deformation oder Beschädigung an der Felge und trotzdem habe ich noch diese Vibration und trotzdem stimmt was an der Balance nicht, dann kann das ein bisschen komplizierter werden, dann kann das unter Umständen auch an der Radnabe liegen, an der der Reifen montiert ist. Ist da natürlich ein Problem, ist da eine Deformation, haben wir sofort ein Problem mit der Balance. Sollte es daran nicht liegen, geht es natürlich nochmal direkt ein Stück tiefer weiter ins Radlager.
Das kann natürlich auch irgendwie zu Problemen führen, durch Verschleiß etc. und generell durch Deformation. Sollte da was nicht stimmen, merkt ihr auch relativ schnell, neben der Vibration hat man da so ein Summen und so ein Brummen und kann relativ easy sogar heraushören, das muss der linke Vorderreifen sein, das ist hinten rechts oder wie auch immer. Wenn er da beispielsweise den Reifen hochbockt und mal kurz dran wackelt, und der wackelt wirklich der Reifen, als wären die Radmutter nicht wirklich festgezogen, dann steht definitiv am Radlager was nicht und das muss dann auch definitiv ausgetauscht werden. Damit hätten wir eigentlich im Groben und Ganzen die Punkte abgearbeitet, die für die Vibration am Lenkrad zuständig sind und dadurch die Fahrzeugbalance ein bisschen aus dem Ruder bringen. Es gibt aber noch einen Punkt, wo das Lenkrad vibriert und man tritt quasi da auf die Bremse. Nicht im normalen Fahrverlauf, nicht mit erhöhter Geschwindigkeit, sondern beim Bremsen und das Lenkrad vibriert. Das hat nicht unbedingt dann direkt mit den Punkten, die wir eben genannt haben und mit der Balance zu tun, sondern da kommen wir eigentlich zu dem zweiten Abschnitt. Das hat dann eher mit der Rotationseinstellung und der allgemeinen Fahrzeugdynamik und den Komponenten, die für die Fahrzeugdynamik zuständig sind, zu tun. Um von vornherein erstmal auszuschließen, dass an den Komponenten der Fahrzeugdynamik alles in Ordnung ist, beziehungsweise was nicht stimmt, müssen wir als erstes mal natürlich auf die Reifen schauen. Die sollten natürlich, ich glaube, das muss ich nicht erwähnen, alle 4 Reifen vom selben Hersteller haben, dasselbe Profil. Ist, glaube ich, relativ logisch. Zweitens aber natürlich auch wirklich den Luftdruck überprüfen. Der sollte immer so stimmen, wie vom Hersteller angegeben. Woran erkennen wir dann also, dass an den Komponenten der Fahrzeugdynamik was nicht stimmt und dadurch die Fahrzeugbalance aus den Fugen gerät? Das sind zum einen, wenn man beispielsweise relativ geradeaus auf der Autobahn beispielsweise fährt, das Lenkrad relativ locker in der Hand hat und das Auto dazu neigt, doch leicht nach links oder nach rechts zu ziehen und nicht geradeaus verläuft. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 kennen wir eigentlich alle. Wir gehen in die Kurve rein, drehen das Lenkrad ein, schlagen das Lenkrad ein. Sobald wir wieder geradeaus wollen, lassen wir das Lenkrad leicht los und es dreht sich automatisch wieder in geradeaus-Richtung. Sollte da was nicht stimmen, das Auto will weiterziehen oder es dreht eben nicht automatisch wieder in geradeaus-Richtung, haben wir ein Problem an den Komponenten. Dritte Sache ist, im Gegensatz zu dem Links- und Rechtsziehen, dass wir eigentlich geradeaus fahren wollen, aber merken, dass so ein bisschen das Auto schlackert und wackert, dass das nicht so richtig geradeaus gehen will und sich nicht so richtig auf den geradeauslauf, sage ich jetzt, einstellen will und nicht so richtig die Spur halten möchte. Punkt Nummer 3. Als letzter Punkt, an dem man relativ schnell erkennt, dass an den Fahrwerkskomponenten oder an den Komponenten, die für die Fahrzeugdynamik zuständig sind, etwas nicht stimmen kann, sieht man auch an den Reifen. Sollte da beispielsweise das Profil ungleichmäßig abgenutzt worden sein, beispielsweise nur auf der Außenseite oder nur auf der Innenseite oder beiden Außen- und Innenseiten, dann stimmt definitiv auch was an der Fahrzeugdynamik nicht. Auf den ersten Punkt zurückzukommen, woran man da was erkennt, an den Komponenten, warum jetzt beispielsweise das Auto so leicht nach links ziehen will oder so leicht nach rechts und das Auto grundsätzlich nicht in der geraden Spur verläuft, das zeige ich jetzt euch anhand dieser Komponente, nämlich die ist dafür zuständig. Was wir hier sehen, ist dann entsprechend die Lenkstange bzw. der Gelenkkopf, die mit einer Mutter miteinander verbunden sind, und sollte da sich entsprechend in der Einstellung was verschoben haben, ist das relativ einfach zu beheben. Einfach an der Mutter das Ganze wieder einjustieren und das Auto fährt geradeaus. Ein anderes oder ein größeres Problem ist natürlich, wenn an der Lenkstange ein Problem bzw. ein Schaden ist, wenn die leicht deformiert ist, da bleibt dann nichts anderes übrig, als die Lenkstange auszutauschen, das Ganze wieder mit dem Gelenkkopf zu verbinden, einzustellen und das Problem ist beseitigt. Ein anderes Problem, warum unter Umständen das Auto ein bisschen weiter nach links oder nach rechts zieht und der gerade Auslauf ein bisschen nicht zustande kommt, liegt an Fahrzeugeinstellungen, die von vornherein vom Hersteller irgendwie vorgegeben sind. Ich habe da mal was vorbereitet, ich bitte von künstlerischen Aspekten abzusehen. Was wir hier sehen, ist der Sturz. Wenn wir das Auto von vorne betrachten, gibt es 3 verschiedene Einstellungen. Das wäre jetzt im Prinzip die neutrale oder Nullsturzeinstellung. Das wäre der positive Sturz. Wenn wir das Auto entsprechend von vorne betrachten, haben wir so eine leichte V-Position der Reifen. Und das wäre entsprechend der negative Sturz, wo die Reifen entsprechend auseinandergehen. Heutzutage die Autos haben in der Regel einen neutralen Null- bis leicht positiven Sturz, weil durch den positiven Sturz wir die Vorteile haben, dass ein sehr guter gerader Auslauf gewährleistet werden kann und die Radlager entsprechend nicht so belastet werden. Diesen negativen Sturz sehen wir dann häufiger in der Regel bei Rennwagen oder in der Formel 1, weil da natürlich die
Seitenführungskraft entsprechend gefordert ist und die Autos entsprechend gut in die Kurve kommen können. Das ist der kleine Nachteil entsprechend bei einem positiven Sturz, dass die Seitenführungskraft relativ gering ist und das Auto in der Kurvenlage nicht so gut in die Kurve gehen kann bei höheren Geschwindigkeiten. Kleine Anekdote hatten wir beispielsweise damals bei der allerersten A-Klasse. Die hatte nämlich einen positiven Sturz, ist bekannt geworden dann am Ende durch den Elchtest, wo scheinbar irgendwo in Skandinavien am Test nicht eine Pylone kam, sondern wirklich ein Elch und man bei höherer Geschwindigkeit das Lenkrad rumreißen musste und der Wagen sich dadurch überschlagen hat. Kann heute nicht mehr so wirklich funktionieren oder ist heute relativ sicher, da wir ESPs in den Autos haben und die Reifen dadurch entsprechend von vornherein reguliert werden. Also darauf achten, wenn wir auf der Straße normal unterwegs sind und nicht auf der Nordschleife, immer ESP an. Sollte entsprechend an den voreingestellten Angaben vom Hersteller sich hier was verstellt haben, haben wir sofort wieder ein Problem mit der allgemeinen Fahrzeugdynamik bzw. auch mit der Fahrsicherheit. Eine zweite wichtige Komponente grundsätzlich zur Fahrwerkseinstellung ist der Nachlauf. In diesem Fall, in dem Schaubild, sehen wir das Auto quasi von der Seite. Die Fahrtrichtung wäre in diesem Falle dann in diese Richtung. Und wir sehen, wir haben einen positiven Nachlauf, wir haben einen negativen Nachlauf. Der negative Nachlauf wird in der Regel bei den Fronteintrieblern verwendet, der positive entsprechend bei den Heckantrieblern. Und dieser Nachlauf ist entsprechend wichtig von der Grundeinstellung vom Hersteller, dass sich entsprechend die Räder zum einen ordentlich wieder zurückdrehen, nachdem wir in die Kurve eingeschlagen haben und generell dann auch nicht flattern. Sollte entsprechend in diesen Einstellungen was nicht stimmen, müssen wir wirklich zur Werkstatt das wieder überprüfen lassen. Geht relativ schnell und entsprechend wieder ordentlich einstellen lassen, sonst ist wirklich die Fahrdynamik und die Fahrsicherheit nicht mehr gewährleistet. Die dritte wichtige Komponente bezüglich der Fahrzeugstabilität ist die Spur. In dem Falle gucken wir jetzt quasi von oben auf die Achse drauf. Die Fahrtrichtung wäre dann jetzt in diese Richtung. Und wir haben hier wiederum eine Nachspur oder negative Spur und eine positive Spur, sprich Vorspur. Habe ich eben auch mal erwähnt, wenn zum Beispiel das Profil der Reifen an der Außen- und Innenseite nur abgenutzt sind, dann hat das in der Regel mit einer falschen Einstellung der Spur zu tun. Kurz nur erklärt, eine positive Spur wird in der Regel bei Heckantrieblern verwendet, weil durch den Heckantrieb die Vorderreifen versuchen nach außen zu dringen. Das wird dann dadurch entweder entsprechend gerade gerückt im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Reifen sich halt eben entsprechend gerade stellen. Umgekehrt ist das dann bei der negativen Spur, dass bei Frontantrieblern die Reifen dazu neigen, sich nach innen zu drehen, rein physikalisch einfach, und dadurch die negative Spur eingestellt wird, damit die Reifen sich entsprechend bei erhöhter Geschwindigkeit gerade stellen. Wie gesagt, sollte da ein Problem sein, ist auch relativ einfach zu machen heutzutage. Das wird mittlerweile sogar einfach eingelasert und die Spur wieder neu eingestellt in der Werkstatt. Sollte da aber ein Problem sein, ist wirklich wiederum die Fahrzeugstabilität nicht unbedingt gewährleistet und damit auch die Sicherheit. Ein letzter Tipp bezüglich der Profilabnutzung, das habe ich ja eben am Anfang schon erwähnt, welche Fehlerquellen man von vornherein ausmerzen soll. Wenn so eine Profilabnutzung außen und innen auch mal zustande kommt, muss das nicht unbedingt an der Spur liegen. Wie eben am Anfang erwähnt, es kann auch daran liegen, dass eben zu wenig Luft in den Reifen ist und der Reifendruck nicht stimmt. Sollte das nämlich der Fall sein, ist bei erhöhter Fahrt, nimmt der Reifen quasi diese Form hier an. Und dadurch haben wir natürlich auch sofort eine falsche Abnutzung des Profils nur auf der Außen- oder Innenseite. Deswegen immer den Reifendruck kontrollieren und immer so einstellen, wie der Hersteller das gerne verlangt hätte. Abschließend lässt sich noch sagen, dass zu den Einstellungen, die wir eben gesehen haben, bezüglich Spur, Nachlauf etc., man auch darauf achten muss, dass einige Modelle auch auf der Hinterachse eingestellt werden können und entsprechend, wenn man da vorne eine Neuerung macht oder etwas einstellt, dass man auch hinten natürlich auf der Hinterachse nachprüfen muss, sonst ist natürlich wiederum die Fahrzeuddynamik bzw. die Fahrzeugstabilität nicht gewährleistet. Grundsätzlich lässt sich auch sagen, dass man natürlich seine Serviceintervalle einhalten sollte oder am besten bzw. im schlimmsten Fall wirklich alle 10.000 Kilometer entsprechend überprüfen sollte, ob im Auto noch soweit alles in Ordnung ist, ob an den Komponenten bezüglich der Fahrzeugbalance, der Fahrzeugdynamik und der Fahrzeugstabilität alles im rechten Sinne ist.
Es geht hier um die Fahrersicherheit und ich denke, das ist uns allen irgendwie ein wichtiges Thema. Soweit dann zu mir heute. Es war ein bisschen theoretisch, aber ich denke, oder ich hoffe zumindest, es hat euch trotzdem gefallen. Comments, wie gesagt, immer reinhauen, wie ihr Bock habt. Den Daumen hoch nicht vergessen und natürlich am Ende abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann auf bald wieder. Macht's gut, ciao.